Menschen sind nicht perfekt. Kein Mensch ist perfekt. Umso wichtiger, dass man lernt, sich selbst zu hinterfragen, seine eigenen Gedanken und Emotionen und Handlungen, Überzeugungen bis hin zu den Überzeugungen der eigenen Familie, Glaubenssätze, die man unbewusst angenommen hat von ihnen. Steht man wirklich dahinter oder hat man das nur blind übernommen? Ist es noch zeitgerecht, zeitgemäß? Ist es angebracht? Oder sind es Überzeugungen, die vorherige Generationen von vorherigen Generationen einfach auch blind übernommen haben? Macht das Sinn? Fühlt sich das für einen richtig an? Und genauso übertragen auf die Gesellschaft allgemein. Auch Anweisungen zu hinterfragen. Ich sage jetzt nicht, werd der größte Rebell auf dem Planeten, um Gottes Willen. Das ist anstrengend. Ich kann es ehrlich gesagt keinem empfehlen, ja, weil eine andere Meinung als die Masse zu haben, ist anstrengend. Das kostet Kraft, es macht oft Angst und es ist, ja, man kann daraus wachsen, man kann aber auch verzweifeln. Ich wünsche es keinem, aber man kann klein anfangen. Man kann anfangen, bei sich zu gucken, bei sich hinzugucken, ob man moralisch, ethisch ein wertvoller Mensch ist, ja, für sich und seine Liebsten, für die Umgebung, für die Gesellschaft. Ob man der Mensch ist, zu dem man aufschauen würde, wenn man noch ein Kind wäre. Oder ob man einfach nur jemand ist, der Ja und Amen sagt und kein eigenes Gehirn hat. Man kann sich dafür entscheiden, ja, jemand zu sein, der man sein will. Und auf die Gesellschaft übertragen, es ist eins der ältesten Beispiele, was ich gerne benutze. Gerne eigentlich nicht. Die Kontergan-Fälle damals. Es können sich sicher einige noch daran erinnern, dass damals diese Medikamente ausgegeben wurden, über Jahre, bis dann irgendwann nach, ich glaube, 20 Jahren oder so erst rauskam, ups, wir haben Mist gebaut, ja, wir haben hier diese ganzen potenziell eingeschränkt behinderten Menschen gezüchtet aufgrund dieses Gifts, was wir als Medikament ausgegeben haben. Und ich finde, die Fehler aus der Vergangenheit, daraus muss man doch lernen. Daraus sollte man lernen. Und die Menschheit hat in der Vergangenheit, in der Geschichte schon so viele Fehler gemacht, ja. Ob das jetzt bei einem Krieg ist oder bei kleineren Sachen, in Anführungsstrichen, die mit dieser Medikamentengeschichte. Aber es gibt immer wieder Fehler, die die Menschheit wiederholt. Das muss man sich auch bewusst machen. Die Geschichten wiederholen sich. Ich traue mich kaum, dieses Wort in der Öffentlichkeit auszusprechen, weil dafür haben Menschen schon ihre Accounts und den ganzen Content verloren in der Vergangenheit. Aber ihr wisst sicher, wovon ich spreche. Das Wort Impfung sagt alles. Ja, die Menschen, die sich getraut haben, dagegen vorzugehen, beziehungsweise was heißt dagegen vorzugehen, sich einfach nicht impfen zu lassen oder ihre Bedenken diesbezüglich zu äußern, die sind derart ja schon fast gesteinigt worden, nur weil sie eine andere Meinung hatten. Man konnte noch nicht mal ihnen die Meinung lassen. Nein, man hat sie sogar als Gefährdung dargestellt. Und jetzt im Nachhinein, wo die Dokumente von dem RKI rausgegeben wurden, jetzt, oh ja, das wird einem auf einmal bewusst, ups, vielleicht hatten die ja doch recht. Wobei, das ist das Schlimme. Man ist so konditioniert worden, in eine bestimmte Richtung da mitzumachen, dass man sich kaum noch traut, zu widersprechen oder Dinge zu hinterfragen. Und wenn man sie hinterfragt, dann lässt man sich von der Masse eben dann doch überreden, ja, in eine bestimmte Richtung. Man will ja nicht verstoßen sein, man will ja nicht irgendwie angeklagt werden oder als Gefährdung dastehen für alle anderen, auch wenn es noch nicht mal bewiesen war, dass man es dann wäre. Also es waren ja nur alles Behauptungen. Es hat alles auf Behauptungen basiert. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich auch impfen lassen. Also nicht, dass mir einer kommt von wegen, oh ja, du Aluhutträger oder was weiß ich. Wobei heutzutage ist Aluhutträger, glaube ich, sogar ein Kompliment. Ja, zumindest ist es jemand, der sich nicht der Masse anpasst. Ich finde solche Menschen eigentlich erfrischend, wenn es nicht zu extrem ist. Man muss es ja nicht krankhaft werden lassen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und so finde ich es einfach unglaublich wichtig. Und ich weiß, man kann nicht einfach von heute auf morgen Gesetze ändern. Man kann nicht von heute auf morgen alle Menschen überzeugen. Darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht nicht darum, anderen Menschen die Meinung aufzuzwingen. Das ist falsch gedacht. Das ist ja genauso gedacht wie das Massendenken, was halt den Einzelnen so überrollt. Es geht darum, bei einem selbst anzufangen, beim eigenen Mindset. Und ich meine jetzt nicht Law of Attraction und wie werde ich schnell reich Mindset. Wenn ich Mindset höre, denke ich sofort an, wie werde ich schnell reich. Nee, es geht darum, zu hinterfragen, was hat man angenommen von den eigenen Eltern oder von der Familie, von der Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist.
was ist da richtig und was ist da falsch. In jeder Kultur gibt es andere Regeln, andere Bräuche, andere Sitten. Ja, wenn man ein bisschen um die Welt gereist ist, fällt einem das schneller auf. Da wird man automatisch ein toleranterer Mensch. Ja, vielleicht bin ich deswegen von klein auf schon immer anders gewesen, weil ich als Kind schon in anderen Ländern war. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich frage mich manchmal, warum ich anders bin. Aber ich bin froh darum. Ich bin froh darum, auch wenn es hart ist. Auch wenn es nicht leicht ist, der eine zu sein, der als Ameise in diesem riesigen Ameisenhaufen eine ganz andere Farbe hat. So fühlt es sich an. So fühlt es sich manchmal an. Und es ist kein schönes Gefühl. Es ist wirklich kein schönes Gefühl. Aber hinzusehen, welche Glaubensmuster hat man, wo hat man diese Zwänge, die man von der Gesellschaft übernommen hat, was denkt man, was man tun muss und was will man wirklich tun, was fühlt das Herz wirklich, was ist wirklich wichtig, ja? Was ist wirklich eine Handlung aus Liebe für die eigenen Kinder oder für sich selbst? Und was ist aus dem Ego heraus? Oder was tut man nur, damit man das richtige Bild abgibt? Oder weil jemand anderes sonst das Falsche über einen denken könnte? Oder weil die Familie das schon immer so gemacht hat, ja? Das differenzieren zu können. Und dann den Mut und die Stärke zu haben, den Kreislauf zu durchbrechen und das Richtige zu tun. Das ist das, woran man jeder Einzelne arbeiten kann. Und man denkt vielleicht, man hat nicht viel verändert, aber man hat wahnsinnig viel verändert. Weil das wie ein Ripple-Effekt Wellen schlägt. Weil man andere Menschen damit ansteckt, weil man das vorlebt für die eigenen Kinder. Auch einen anderen Grundbaustein setzt. Und ich finde, damit habe ich in meinem Leben mehr erreicht als jeder andere Mensch, der mir fällt niemand ein, der da mehr erreichen könnte in seinem Leben, weil für mich das einfach das Wichtigste ist, ja. Was zu hinterlassen, was für eine positive Veränderung sorgt irgendwo. Und selbst wenn es nur im Denkmuster meiner Kinder ist, nur ist gut, das ist nämlich ziemlich viel. Die vererben das ja dann auch weiter, die leben das auch vor, ja. Ich will, dass die später mal sozusagen eine glückliche Ameise sind. Auch wenn sie eine andere Farbe haben und um sich herum noch andere Ameisen finden, die auch andere Farben haben. Die die Gesellschaft zu einer besseren Welt machen.